Jeden Tag benutzen wir Dinge, ohne darüber nachzudenken, wie sie hergestellt werden. Reifen an unseren Autos, Glas in den Fenstern, Zahnpasta, Essen. Hinter all dem stehen unglaubliche Produktionsprozesse, die eher die Magie blacken. Feurige Flüsse aus glühendem Metall, Maschinen, die Seile flechten, Laser, die Mikrochips schneiden. All das sieht so faszinierend aus, dass man nicht wegschauen kann. Bist du bereit, die verrücktesten und spektakulärsten Produktionen zu sehen, die du nie vergessen wirst? Gigantische Öfen, die wie Drachen brüllen, spucken Ströme aus flüssigem Metall aus, dessen Temperatur über 2000 Grad Fahrenheit liegt. Feurige Flüsse fließen durch Kanäle und die Arbeiter, wie moderne Alchemisten, lenken diesen brennenden Strom in riesige Formen. Der spektakulärste Moment ist, wenn eine Lawine aus geschmolzenem Eisen aus dem Ofen kommt, die an einen echten Vulkan erinnert. Funken fliegen in alle Richtungen und schaffen ein hypnotisches Schauspiel. Spezielle Maschinen bewegen unaufhörlich Tonnen von Metall und verwandeln das Chaos des Feuers in perfekte Stahlohrlinge. Stell dir vor, wie aus den feinsten Strömen geschmolzenen Sandes ein transparenter Werkstoff entsteht, den wir jeden Tag nutzen. Die Glasproduktion ist Magie, die in Bewegung erstarrt ist. Bänder aus flüssigem Glas ziehen sich über das Förderband wie glühend heiße Karamellmasse und erstarren dann zu perfekt edlen Platten. Ohne eine einzige Blase. Es ist ein besonderes Vergnügen, das Blasen von Glaswaren zu beobachten, wenn die Meister Gläser und Vasen aus der glühenden Masse formen. Gasströme verleihen ihnen die gewünschte Form und plötzliches Abkühlen macht das Glas hart, aber spröde. Wie werden Autoreifen hergestellt? Der beeindruckendste Teil des Prozesses ist das Formen des Profils. Riesige Stempel mit einer Kraft von mehreren Dutzend Tonnen drücken sich in den heißen Gummi und hinterlassen charakteristische Muster. Dann beginnt die Vulkanisation. Die Reichen werden auf eine Temperatur von etwa 400 Grad erhitzt. Nach Fahrenheit, damit der Gummi stark und elastisch wird. Kann man mit glühend heißer Luft backen jeden Reifen durch, als ob sie in einem riesigen Ofen wären. Förderbänder transportieren Tausende von Produkten pro Stunde und verwandeln riesige Stücke rohen Gummis in perfekte Meisterwerke der Ingenieurskunst. Wenn du eine Spraydose in die Hand nimmst, denkst du wahrscheinlich kaum darüber nach, wie spektakulär der Prozess ihrer Herstellung war. Auf der Produktionslinie fliegen die Metallzylinder mit Blitzgeschwindigkeit über das Förderband, bis mächtige Pressen sie in die vertraute Form stanzen. Dann passiert das Spannendste. Mit Gas gefüllte Dosen durchlaufen feurige Tests. Sie werden erhitzt, dabei wird ihre Festigkeit geprüft und anschließend mit einer speziellen Farbe beschichtet, die mit millimetergenauer Präzision aufgetragen wird. Der letzte Schritt ist das Anbringen von Etiketten und die Verpackung, danach werden Millionen von Dosen in die Geschäfte geschickt. Die Herstellung von riesigen Federn ist eine wahre Kunst der Metallbearbeitung. Enorme Stahlstäbe werden bis zur Rotglut erhitzt und dann auf spezielle Wellen gewickelt, um Spiralen von unglaublicher Größe zu formen. Maschinen biegen das Metall, als wäre es weicher Draht, und dann beginnt der Härtungsprozess. Die Federn werden in Öl oder Wasser abgekühlt und werden dadurch unglaublich stark. Der faszinierendste Moment ist der Test, bei dem die Federn mit enormer Kraft zusammengedrückt werden, aber dann sofort in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Wie werden riesige Tunnel und Wolkenkratzer gereinigt? Die Antwort ist der Einsatz von leistungsstarken Industriemaschinen, die wie fantastische Roboter aussehen. Riesige rotierende Bürsten reinigen mühelos die Wände der Tunnel und fegen den über Jahre angesammelten Schmutz und Ruß weg. Spezielle Drohnen und robotisierte Plattformen besprühen die Fassaden von Wolkenkratzern mit starken Wasserstrahlen und wischen den Staub wie mit einer unsichtbaren Hand weg. Besonders beeindruckend sieht es nachts aus, wenn im Scheinwerferlicht der Tunnelmaschinen die sauberen Wände glänzen und das Wasser in alle Richtungen spritzt, was einen Nebeleffekt erzeugt. Industrielle 3D-Drucker haben bereits gelernt, ganze Gebäude, Autoteile und sogar Strahltriebwerke zu drucken. Riesige Manipulatoren tragen langsam Schicht für Schicht flüssiges Metall oder Plastik auf. Dabei entstehen komplexeste Formen, die mit traditionellen Methoden nicht herstellbar wären. Besonders faszinierend sieht der Prozess des Druckens von Metallteilen aus. Laser erhitzen das Pulver und verwandeln es in eine feste Struktur. So entstehen vor unseren Augen aus dem Nichts die komplexesten Mechanismen, die vollständig einsatzbereit sind. Wie kann man in Sekunden Tausende von Eiern zerschlagen, ohne ein einziges Stück Schale zu hinterlassen? In den Fabriken sind spezielle Geräte installiert, die mit einer Bewegung die Eier öffnen und das Eiweiß vom Eigelb mit einer Genauigkeit von Bruchteilen eines Millimeters trennen. Große Behälter werden mit flüssigem Ei gefüllt, das bereit für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie ist. Besonders erstaunlich ist, wie die Schale sofort entfernt wird. Spezielle Vakuummechanismen saugen sie buchstäblich ab und hinterlassen ein perfekt sauberes Produkt. Die Herstellung von Lutschern ist ein wahres Spektakel. Geschmolzener Zucker wird langsam auf Tische gegossen und verwandelt sich in eine dicke, zähe Masse, die in allen Farben des Regenbogens schimmert.
Dann rollen riesige Maschinen sie zu langen Strängen aus, die in perfekt gleichmäßige Stücke geschnitten werden. Der spannendste Moment ist die finale Formgebung, wenn die Bonbons in ihre bekannten Formen gepresst werden. Riesige Produktionslinien produzieren Tausende von Lutschern pro Stunde und die bunten Muster in jedem Bonbon werden mit chirurgischer Präzision zusammengesetzt. Die Herstellung von Fladenbrot ist ein faszinierendes Schauspiel, besonders wenn die heißen Fladen buchstäblich in der Luft schweben. In den Fabriken wird der Teig von riesigen Walzen dünn ausgerollt und dann auf schnelle Förderbänder geschickt, wo er durch feurige Öfen läuft. Fladenbrot bläht sich auf, verwandelt sich in eine goldene Blase und setzt sich dann sofort ab, wobei es seine bekannte Form annimmt. Es ist ein besonderes Vergnügen zu beobachten, wie die Förderbänder die fertigen Fladen mit der Präzision eines Kartenzauberers falten. Die Produktionslinien für Instantnudeln sind ein wahres Wunder der Ingenieurskunst. Dünne Teigstreifen werden blitzschnell gedehnt und geschnitten und dann sofort in kochendem Öl frittiert. In wenigen Sekunden werden sie luftig und knusprig. Die Förderbänder teilen die Portionen in perfekte Quadrate und verpacken sie dann in die bekannten Plastikbehälter. Der beeindruckendste Teil ist das Hinzufügen der Gewürze. Maschinen streuen das Pulver und die getrockneten Gemüse mit millimetergenauer Präzision, um einen Geschmack zu kreieren, den Millionen von Menschen kennen. Hast du dich jemals gefragt, wie in einer Zahnpastatube die perfekten farbigen Streifen entstehen? Die Produktionslinien füllen die Verpackungen gleichzeitig mit mehreren Arten von Paste, um das erkennbare Muster zu erzeugen. Die dicke Masse wird durch spezielle Düsen gepresst und dann mit hoher Geschwindigkeit luftdicht in Metalltuben versiegelt. Es ist ein besonderes Vergnügen zu beobachten, wie Maschinen mit rasender Geschwindigkeit die Verpackung testen, indem sie darauf drücken, um sicherzustellen, dass kein Tropfen ausläuft. Die Herstellung von Erdnussbutter ist ein Prozess, der aussieht wie die Schaffung von flüssigem Gold. Hunderte von Pfund Nüssen werden in riesigen Trommeln geröstet, bis sie perfekt knusprig sind. Dann werden sie zu kraftvollen Mühlen geschickt, die sie zu einer dicken, glatten Masse mahlen. Der beeindruckendste Moment ist die sofortige Verpackung. Die Paste wird buchstäblich in Gläser gegossen, wie Karamell, und dann sofort mit Deckeln verschlossen. Maschinen, die extrem starke Seile flechten, arbeiten wie riesige Spinnen. Große Spulen mit Fasern werden abgewickelt und beginnen, sich zu perfekt gleichmäßigen Fäden zu verflechten. Komplexe Mechanismen spannen und drehen die Seile mit unglaublicher Kraft, um Seile zu schaffen, die Hunderte von Tonnen Belastung standhalten können. Der spektakulärste Moment sind die abschließenden Tests, bei denen die Seile enormer Spannung ausgesetzt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht reißen. Hast du jemals bemerkt, wie die Äpfel im Laden aussehen, als wären sie gerade poliert worden? Es ist das Verdienst einer speziellen Behandlung. Mit Wachs. Die Früchte gelangen auf ein Förderband, wo kräftige Bürsten sie von Verunreinigungen reinigen, und dann wird eine dünne Schicht natürlichen Wachses auf die Oberfläche aufgetragen. Das verleiht den Äpfeln nicht nur einen glänzenden Glanz, sondern schützt sie auch vor dem Austrocknen. Der faszinierendste Teil ist die abschließende Politur. Die Äpfel rasen über das Förderband und drehen sich unter den Bürsten, bis ihre Schale perfekt glatt ist. Der Verarbeitungsprozess von Karotten ist ein echtes Spektakel, das Geschwindigkeit und Präzision vereint. Enorme Ströme. Die Karotten werden in spezielle Maschinen geladen, wo sie mit Hilfe starker Wasserstrahlen und rotierender Räder augenblicklich geschält werden. Dann scannen Laser jede Wurzel, um sofort diejenigen auszusortieren, die nicht dem Standard entsprechen. Der interessanteste Schritt ist das Schneiden. Die Karotten werden mit rasender Geschwindigkeit in perfekt gleichmäßige Stücke geschnitten, die bereit für die Verpackung sind. Hast du dich jemals gefragt, wie die perfekten Ornamente auf Teppichen entstehen? Moderne Fabriken verwenden riesige Maschinen, die buchstäblich Muster mit Fäden zeichnen. Tausende von Nadeln arbeiten synchron und wiegen sofort komplexe Muster in den Stoff. Der hypnotischste Teil ist der Moment, wenn riesige Rollen mit gemusterten Teppichen sich abrollen und durch ein automatisches Schneidesystem gehen, um in ordentliche Teppichbeläge verwandelt zu werden. Die automatisierte Bemalung vom Geschirr ist eine wahre Kunst, aber mit der Präzision einer Maschine ausgeführt. Roboterarme bewegen sich mit der Präzision eines Juweliers, sprühen Farbe und tragen komplexe Muster auf Teller und Tassen auf. Einer der erstaunlichsten Momente. Die Arbeit mit Vergoldung. Feinste Schichten von Metallbeschichtung haften sofort an der Keramik und verwandeln gewöhnliches Geschirr in ein Kunstwerk. Bevor das Auto seine endgültige Farbe erhält, durchläuft die Karosserie einen Ätzprozess in Säure. Gigantische mechanisierte Manipulatoren tauchen die Metallkarosserien in riesige Tanks mit chemischen Zusammensetzungen, die alle Verunreinigungen entfernen, und bereiten die Oberfläche vor zur Karosserie, zur Lackierung. Es sieht so aus, als ob die Autos in einem dichten Nebel verschwinden und dann wieder auftauchen, perfekt sauber und bereit für die Schutzbeschichtung. Wie aus gewöhnlichen Kunststoffgranulaten Behälter in den unterschiedlichsten Formen entstehen.
In den Produktionslinien sieht das aus wie Magie. Kleine Plastikperlen werden erhitzt und verwandeln sich in eine dicke Masse, die dann mit starkem Luftdruck in Metallformen aufgeblasen wird. In wenigen Sekunden entsteht aus dem Nichts eine Flasche oder ein Behälter und robotische Arme schneiden sofort den überschüssigen Kunststoff ab, um dem Produkt die perfekte Form zu geben. Der beeindruckendste Moment ist, wenn hunderte solcher Behälter gleichzeitig auf das Förderband geschickt werden und sich in bekannte Verpackungen verwandeln. Wie gelangt zartes Krabbenfleisch in Konservendosen? Der beeindruckende Prozess beginnt mit der automatisierten Reinigung. Riesige Maschinen entnehmen das Fleisch mit chirurgischer Präzision aus den Schalen und trennen jede faserige Partie. Dann wird das Krabbenfleisch sofort gebogen und in Dosen verpackt, wo es in einer reichhaltigen Brühe konserviert wird. Einer der erstaunlichsten Momente. Die abschließende Qualitätskontrolle, wenn die Dosen durchleuchtet werden, um sicherzustellen, dass kein Stück Schale übrig geblieben ist. Die Herstellung von Mikrochips ist einer der komplexesten Prozesse der Welt und gleichzeitig einer der faszinierendsten. In sterilen Labors unter leistungsstarken Mikroskopen werden aus reinem Silizium Kristalle gezüchtet, die dann in ultradünne Scheiben geschnitten werden. Auf diese wird eine hauchdünne Schicht aus Gold und anderen Metallen aufgetragen, wodurch sie zur Grundlage für Prozessoren und Speicher werden. Der beeindruckendste Schritt: die Photolithografie, bei der Laser buchstäblich auf der Oberfläche der Chips schneiden. Mikroskopische Schaltkreise, die nur unter starker Vergrößerung sichtbar sind. Wie werden Panzergläser hergestellt, die einem Schuss aus einer Schusswaffe standhalten können? Der beeindruckende Prozess beginnt mit dem mehrschichtigen Verkleben, bei dem dünne Glasschichten mit transparenten Polymerfolien abwechseln, um einen Dämpfungseffekt zu erzeugen. Dann werden die fertigen Paneele in spezielle Öfen geschickt, wo sie auf mehrere hundert Grad erhitzt und sofort abgekühlt werden. Der faszinierendste Teil: die abschließenden Tests, bei denen auf das Glas mit einem Gewehr geschossen oder mit einem schweren Hammer geschlagen wird, aber es bleibt intakt. CNC-Maschinen mit numerischer Steuerung sind in der Lage, aus Metall oder Holz zu schneiden. Unglaublich komplexe Teile mit einer Genauigkeit von Tausendstel. Riesige Klingen und Bohrer drehen sich mit rasender Geschwindigkeit und verwandeln ein Stück Material in ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Besonders faszinierend ist der Prozess der Fünfachsenbearbeitung, bei dem der Fräser sich gleichzeitig in mehreren Ebenen bewegt und komplexe Formen schafft, die von Hand nicht machbar sind. Lasertechnologien haben längst Einzug in die Fertigung gehalten, aber einer der faszinierendsten Prozesse ist das Laserschneiden von Metall. Stellen Sie sich einen kraftvollen Strahl vor, der mit chirurgischer Präzision dicke Stahlplatten durchschneiden kann und dabei die komplexesten Teile für Autos, Flugzeuge und sogar Raumfahrzeuge schafft. Der Lichtstrahl bewegt sich mit blickschneller Geschwindigkeit und das Metall verdampft buchstäblich, wobei es perfekt glatte Kanten hinterlässt. Besonders faszinierend ist der Moment, wenn der Laser filigrane Muster in dünne Metallbleche schneidet. Es scheint, als ob eine unsichtbare Hand Meisterwerke darauf zeichnet. Holzspitzen in der Produktion von Sperrholz und Holzplatten. Es ist nicht nur Sägen und Kleben. Es ist wahre Kunst der Holztransformation. Gigantische Maschinen schneiden mit rasiermesserscharfer Präzision die dünnsten Holzschichten ab und verwandeln sie in flexible Bänder, die wie aufgerollte Tapeten aussehen. Dann werden diese Bänder mit speziellen Harzen getränkt, unter unglaublichem Druck und hoher Temperatur gepresst und in extrem robuste Platten verwandelt. Der spannendste Teil ist die Laserbravour, bei der Maschinen komplexe Muster auf die Oberfläche brennen und gewöhnliche Holzplatten in Designelemente für Innenräume verwandeln. Wie riesige Lastwagen, Züge und Schiffe hergestellt werden. In den Fabriken, wo die Montage von Schwerlastmaschinen zu einer grandiosen Show wird. Riesige Kräne heben mehrtonnige Teile und bewegen sie mit präziser Genauigkeit. Roboterschweißgeräte verbinden riesige Metallstücke. Funken fliegen in alle Richtungen und erzeugen einen Feuerwerkseffekt. Besonders spektakulär sieht die Endmontage aus, wenn die riesigen Maschinen zum ersten Mal zum Leben erwachen. Ihre Motoren brüllen und die Mechanismen beginnen sich zu bewegen, als ob erwachende Riesen. Wie funktionieren die unsichtbaren Kräfte, die Magnetschwebebahnen in der Luft halten? Die Herstellung von Magnetschienen ist eines der faszinierendsten Wunder der Ingenieurskunst. Riesige Magnetplatten werden mit unglaublicher Präzision verlegt und dann einer speziellen Behandlung unterzogen, die ihre Eigenschaften verstärkt. Das Ergebnis sind Züge, die wie schwebend über dem Boden auf diesen Schienen gleiten, ohne das geringste Reibung. Der faszinierendste Moment ist der Test, wenn der Zug auf unglaubliche Geschwindigkeiten beschleunigt, dabei aber absolut geräuschlos bleibt. Wie entstehen moderne Musikinstrumente? Die Herstellung von Flügeln und Geigen ist eine Kombination aus Hochtechnologie und handwerklichem Können. Das Holz für die Instrumente wird jahrelang gelagert, bevor es in die Fabrik gelangt. Dann schneiden Roboter mit millimetergenauer Präzision Rohlinge, die zu Gehäusen werden. Aber das Erstaunlichste ist die Abstimmung.
Die Meister passen jede Komponente von Hand an, damit der Klang perfekt ist. Besonders beeindruckend ist das Testen der Flügel, wenn Dutzende von Instrumenten gleichzeitig erklingen und den Effekt eines lebendigen Orchesters erzeugen. Auf exklusiven Golfplätzen sieht das Glas immer perfekt eben aus, und das ist das Verdienst spezieller Maschinen, die es buchstäblich kämmen. Diese Geräte schneiden jeden Halm auf die genaue Höhe ab und kämmen dann die Oberfläche, um ein perfektes Muster zu erzeugen. Der faszinierendste Moment ist, wenn mehrere solcher Maschinen im Schachbrettmuster fahren und gleichmäßige Streifen hinterlassen, als wären es riesige Pinsel eines Künstlers. Wir haben die Fabriken der Zukunft besucht, wo Roboter auf Geschirr malen und Maschinen perfekte Quarkpfannkuchen formen. Und 3D-Drucker drucken ganze Ausgaben. Diese Technologien vereinfachen nicht nur die Produktion, sie verwandeln sie in eine echte Show. Und wer weiß, welche weiteren erstaunlichen Prozesse uns in der Zukunft erwarten. Schreib, welcher Prozess dich beeindruckt hat. Am meisten.